Leon und der Zauberwald. Leon ist 18 Jahre alt und wohnt in einem kleinen Dorf am Rande eines großen Waldes. Er ist ein ganz normaler Junge. Er geht zur Schule, trifft Freunde und hilft manchmal seinem Vater bei der Gartenarbeit. Eines Tages hört er ein seltsames Gerücht von seiner Großmutter. Es soll einen geheimen, verzauberten Teil des Waldes geben, den nur wenige Menschen betreten können. Man sagt, dort wachsen besondere Blumen und dort leben Tiere mit magischen Fähigkeiten. Die meisten Leute halten das für ein Märchen. Doch Leons Großmutter lächelt geheimnisvoll, wenn sie davon erzählt. Sie war selbst einmal in diesem Waldbereich, behauptet sie, aber niemand glaubt ihr so richtig. An einem warmen Sommernachmittag beschließt Leon, die Gegend zu erkunden. Er packt einen kleinen Rucksack mit Wasser, ein Sandwich und eine Taschenlampe. Seine Eltern sagen nur, »Pass auf dich auf und geh nicht zu weit.« Leon verspricht es und macht sich auf den Weg zum Waldrand. Dort begrüßen ihn die hohen Bäume mit leise raschelnden Blättern. Der Wald ist angenehm kühl und Sonnenstrahlen fallen zwischen die Äste. Leon kennt den normalen Hauptweg, der zu einem kleinen Bach führt, aber seine Großmutter sprach davon, dass man einen ganz anderen Pfad suchen soll. Daher verlässt er den Hauptweg nach einer Weile und biegt in einen schmalen Trampelpfad ein, den er vorher nie bemerkt hat. Zuerst sieht alles recht normal aus. Farne, Sträucher, eine Eichel hier und da. Doch nach und nach spürt Leon etwas Seltsames. Die Luft wirkt frischer, aber auch voller Duft, wie von 1000 Blumen. Kleine Lichtpunkte schweben zwischen den Bäumen. Leon reibt sich die Augen, weil er denkt, es könnten Glühwürmchen sein, aber es ist hell am Tag. Er fühlt ein Kribbeln im Bauch, eine Mischung aus Neugier und Aufregung. Vielleicht steht er kurz davor, den geheimen Teil des Waldes zu finden. Nach einer weiteren halben Stunde Fußmarsch hört er plötzlich eine Melodie, ganz leise und zart. Es klingt fast wie eine Flöte, doch er sieht niemanden. Er folgt dem Klang, der ihn tiefer in den Wald lockt. Dann, hinter einer großen Eiche, entdeckt er eine Lichtung. Dort liegen bunte Steine, die im Sonnenlicht glitzern, und in der Mitte sprudelt ein kleiner, klarer Teich. Leon bleibt stehen und staunt. So etwas hat er noch nie gesehen. Die Steine sehen aus wie funkelnde Edelsteine, und das Wasser im Teich schimmert in Regenbogenfarben. Er denkt an seine Großmutter. Ob sie diesen Ort meinte? Auf einmal raschelt es hinter ihm. Er dreht sich um und sieht einen kleinen Fuchs, der ihn beobachtet. Komisch, der Fuchs scheint gar nicht scheu zu sein. Er kommt näher, schaut Leon direkt in die Augen und legt den Kopf schief. »Hallo, kleiner Freund«, murmelt Leon und streckt vorsichtig die Hand aus. Der Fuchs stupst mit seiner Schnauze leicht dagegen, als wolle er Leon begrüßen. Dann dreht er sich um und trabt davon. Leon zögert nur kurz, dann folgt er dem Tier. Er fragt sich, ob der Fuchs ihn zu einem bestimmten Ort führen will. Der Fuchs führt ihn zu einer alten, umgestürzten Birke. Dahinter gibt es einen schmalen Durchgang zwischen dichtem Gestrüpp. Leon muss sich bücken, um hindurchzukriechen. Als er auf der anderen Seite ist, stockt ihm der Atem. Er steht in einem noch helleren Bereich des Waldes, und die Bäume wirken größer, älter und stärker. Auf dem Boden wachsen seltsame Blumen mit glitzernden Blütenblättern. Leon kann kaum glauben, was er sieht. Manche Blumen scheinen sich leicht zu bewegen, als könnten sie tanzen. Er geht näher und berührt eine. Plötzlich spürt er ein leichtes Prickeln in seiner Hand, als ob ein winziger Strom fließt. Er lacht überrascht, aber es tut nicht weh. Der Fuchs ist inzwischen wieder verschwunden und Leon ist allein. Er hat das Gefühl, an einem magischen Ort zu sein. Er macht ein paar Fotos mit seinem Handy, um später zu Hause zu zeigen. Doch er fragt sich, ob ihm irgendjemand glauben wird. »Vielleicht glaubt meine Großmutter mir«, murmelt er. Er beschließt, noch ein bisschen weiter zu gehen, um dieses Waldstück zu erkunden. Einige Schritte weiter entdeckt er eine Art Steinkreis. Auf den Steinen sind Symbole eingeritzt, die er nicht kennt.
Er spürt, dass dieser Ort etwas Besonderes ist, fast wie ein geheimer Treffpunkt. Plötzlich hört er wieder diese zarte Melodie, die er schon vorher wahrgenommen hat. Diesmal ist sie näher. Er folgt dem Klang, bis er zu einer größeren Lichtung kommt. Dort steht eine Frau in einem langen grünen Kleid, die auf einer kleinen Flöte spielt. Sie sieht gar nicht überrascht aus, Leon zu sehen, sondern lächelt, als hätte sie ihn erwartet. »Wer bist du?« fragt Leon leise, weil die ganze Situation so bizarr ist. Die Frau legt die Flöte beiseite und sagt: »Ich bin nur eine Hüterin dieses Waldes.« Ihre Stimme klingt warm. Sie zeigt auf die Bäume ringsum und meint: »Du hast den Weg gefunden, weil du neugierig bist und ein gutes Herz hast. Dieser Teil des Waldes öffnet sich nicht für jedermann.« Leon ist sprachlos. »Aber wie kann das sein? Was ist das hier? Ein magischer Ort? Ein Märchen?« Die Frau nickt. »Eine Art Märchen, ja. Ein Wald, in dem Natur und Magie zusammenfließen. Ein Ort, der nur sichtbar wird, wenn man ihn mit offenem Geist sucht. Viele Menschen laufen achtlos daran vorbei.« Sie erklärt, dass die Tiere hier ein besonderes Bewusstsein haben und die Pflanzen eine feine Energie ausstrahlen. Leon fühlt sich wie in einem Traum. Er wollte doch nur die Geschichte seiner Großmutter überprüfen. Und nun steht er in einem verwunschenen Waldstück, spricht mit einer mysteriösen Frau und sieht magische Blumen. Er hat so viele Fragen, aber die Frau sagt nur: »Du wirst die Antworten finden, wenn du deinem Herzen folgst.« Dann legt sie die Hand auf eine Baumrinde und Leon sieht kurz ein leuchtendes Symbol. Bevor er etwas sagen kann, spürt er einen Windhauch und die Frau verschwindet zwischen den Bäumen. Er steht da und weiß nicht, ob er ihr folgen oder warten soll. Schließlich dreht er sich um, merkt, dass es langsam spät wird. Er beschließt, zurückzukehren. Auf dem Weg zurück erkennt er, dass der Fuchs ihm wieder entgegenkommt. Er führt ihn zurück zu jener umgestürzten Birke, und als Leon hindurchkriecht, ist alles wieder ganz normal. Er steht im herkömmlichen Wald, die Sonne geht schon unter, und er hört die alltäglichen Geräusche von Vögeln und einem entfernten Traktor. Keine funkelnden Blumen, keine glitzernde Luft. Am Abend erzählt Leon seiner Familie, was er erlebt hat. Seine Eltern sind skeptisch. Sein Vater lacht leicht und sagt: »Du hast wohl geträumt.« Die Großmutter schaut ihn jedoch mit funkelnden Augen an und meint: »Ich wusste, dass du es finden würdest.« Sie sagt nicht mehr, lächelt nur. Leon kann kaum einschlafen, weil er überlegt, ob er am nächsten Tag zurückgehen soll, um mehr zu entdecken. Aber in der folgenden Woche hat er viel zu tun in der Schule und das Wetter schlägt um. Es regnet tagelang. Er wartet auf einen passenden Moment. Als es endlich wieder sonnig ist, fährt er gleich nach Schulschluss raus in den Wald, sucht den Trampelpfad, doch diesmal findet er weder die funkelnden Blumen noch die seltsame Melodie. Er findet auch nicht die Lichtung mit dem Steinkreis. Es sieht alles ganz normal aus. Er bleibt ratlos zurück und denkt, es könnte ein kurzer, mystischer Moment gewesen sein, der sich nicht erzwingen lässt. Er sammelt trotzdem ein paar Hinweise. Er entdeckt noch 1, 2 von diesen glitzernden Steinen. Allerdings wirken sie nicht mehr so magisch, eher gewöhnlich. Leon nimmt sie mit nach Hause. Dort setzt er sich an seinen Schreibtisch und schreibt alles auf. Die Begegnung mit dem Fuchs, die Worte der Frau, die Symbole auf den Steinen. Vielleicht wird er später eine Geschichte daraus machen oder eine Dokumentation. Er spürt, dass dieses Erlebnis real war, auch wenn niemand anderes es bestätigen kann. Manchmal, wenn Leon im Alltag gestresst ist oder an sich zweifelt, erinnert er sich an jene geheimnisvolle Welt im Wald. Es ist für ihn wie ein stilles Versprechen, dass es mehr gibt, als man mit bloßem Auge sieht. Er übt sich darin, aufmerksam zu sein und zu lauschen, ob er wieder leise Flötentöne vernimmt. Bisher hat er sie nicht wiedergehört, aber vielleicht, so glaubt er, wird der Wald sich ihm noch einmal öffnen, wenn die Zeit reif ist. Sein Herz ist erfüllt von einer stillen Dankbarkeit, denn er weiß nun,
Märchen und Realität können sich berühren, wenn man offen dafür ist.